Stell dir vor, du wachst auf. 8 Stunden Schlaf. Und trotzdem fühlt es sich an, als würdest du einen Rucksack voller Steine tragen. Du setzt dich auf die Bettkante, schaust ins Leere und dein Körper ist da, aber du bist irgendwie nicht da. Kennst du das? Und jetzt die Frage, die weh tut. Wenn du alles richtig gemacht hast, warum bist du dann so müde? Bleib kurz bei mir. In einer Minute wird dir klar, warum diese Erschöpfung kein persönlicher Makel ist, sondern ein Systemfehler. Und warum genau dieser Fehler gerade eine ganze Generation still auffrisst. Vielleicht bist du zwischen Anfang der 80er und Mitte der 90er geboren. Vielleicht bist du Millennial. Vielleicht auch nicht, aber du kennst Millennials. Und du hast sie schon mal gesehen. Menschen, die funktionieren, die Termine einhalten, die sich durchkämpfen und die trotzdem plötzlich an ganz kleinen Dingen scheitern. Eine Rechnung öffnen, einen Arzttermin machen, ein Paket zur Post bringen und dann dieses peinliche Gefühl, was ist los mit mir? Hier ist der erste Haken. Millennial Burnout fühlt sich oft nicht an wie zu viel Arbeit. Es fühlt sich an wie ein leiser innerer Kurzschluss, wie eine Batterie, die nie wirklich geladen wird, egal wie sehr du dich bemühst. Und gleich zeige ich dir 3 Dinge, die dabei fast niemand versteht. Erstens, warum das Versprechen, das man uns gab, psychologisch gefährlicher war als jede Krise. Zweitens, warum Optimierung kein Fortschritt ist, sondern eine Falle. Und drittens, warum Social Media nicht nur Zeit klaut, sondern Identität. Aber bevor wir dahin kommen, lass uns eine Szene anschauen. Eine, die du wahrscheinlich kennst. Du bist vielleicht 12, 13, du sitzt am Küchentisch, Hausaufgaben, Mathe, Englisch. Deine Eltern sagen es freundlich, aber bestimmt. Wenn du dich anstrengst, wird später alles gut. Das klingt wie Liebe, wie Hoffnung, wie Sicherheit. In Wahrheit war es ein Vertrag, ein stiller Deal. Du gibst Leistung. Die Welt gibt dir Stabilität, gute Noten, Studium, Praktika, ein solider Job. Und dann Wohnung, vielleicht ein Haus, Sicherheit, Aufstieg. Ein Leben, das sich nach vorne anfühlt. Und du hast dich dran gehalten. Viele von uns haben sich dran gehalten. Wir waren die Kinder, die brav die Checklisten abgehakt haben. Wir haben gelernt, dass Disziplin belohnt wird. Und jetzt kommt der Moment, in dem alles kippt. Du bist fertig mit dem Studium. Oder kurz davor. Du schickst Bewerbungen raus. Du bekommst Antworten, die sich anfühlen wie kalte automatische Türen. Leider müssen wir haben uns für, bitte haben Sie Verständnis. Und wenn du Glück hast, bekommst du etwas. Aber es ist befristet, unterbezahlt. Oder erstmal ein Praktikum. Und irgendwann merkst du, die Belohnung, die versprochen wurde, kommt nicht. Nicht so. Nicht für dich. Nicht für viele. Und hier beginnt das Seltsame. Du bist nicht nur enttäuscht, du bist verunsichert, weil du dir selbst nicht erklären kannst, warum. Denn wenn du gescheitert wärst, weil du faul warst, dann hättest du eine Geschichte. Ich hätte mehr machen müssen. Kontrolle, Sinn, Richtung. Aber wenn du alles richtig machst und trotzdem nicht ankommst, entsteht etwas viel Giftigeres. Das Gefühl, dass die Regeln nicht echt sind. Psychologen nennen das eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Klingt harmlos. Ist es nicht, weil dein Gehirn auf Vorhersagen basiert. Es lebt davon, dass Ursache und Wirkung zusammenpassen. Wenn du 100-mal erlebst, ich strenge mich an und es bringt nichts, dann lernt dein Nervensystem nicht Fleiß. Es lernt Hilflosigkeit. Und jetzt kommt der zweite Haken. Gelernte Hilflosigkeit macht nicht nur traurig, sie macht müde, tief müde, existenziell müde, weil du innerlich aufhörst zu glauben, dass Anstrengung sich lohnt. Und trotzdem arbeitest du weiter, du rennst weiter, du optimierst weiter, weil du gelernt hast, dass Stillstand gefährlich ist. Und hier kommt die nächste Szene. Du sitzt im Büro oder im Homeoffice, du hast 10 Tabs offen, E-Mails, Slack, Kalender, Notizen. Und irgendwo dazwischen sollst du kreativ sein, proaktiv sein, resilient sein. Du gehst nach Hause, aber du bist nicht wirklich weg. Dein Handy vibriert. Eine Nachricht, eine Aufgabe, ein könntest du kurz und plötzlich verschwimmt etwas, das früher heilig war. Die Grenze. Feierabend ist kein Ort mehr. Es ist nur ein Wort. Und jetzt frag dich mal ehrlich, wann war das letzte Mal, dass du wirklich nichts musstest? Wirklich nichts. Ohne schlechtes Gewissen? Wenn du darauf keine klare Antwort hast, dann bist du schon mittendrin.
Denn Millennial Burnout hat einen zweiten Motor. Leistungsdruck, der in die Persönlichkeit eingebaut wurde. Wir wurden nicht nur erzogen, wir wurden optimiert. Schon früh Förderkurse, Sport, Musik, Sprachen. Mach was aus dir. Das klang wie Motivation. Aber es hat eine Botschaft in uns eingepflanzt. Du bist ein Projekt. Und ein Projekt ist niemals fertig. Ein Projekt hat immer ein nächstes Update, ein nächstes Level, ein nächstes Ziel. Das Problem ist, Menschen sind keine Projekte. Menschen brauchen Phasen, Pausen, Leere. Aber Leere fühlt sich für viele Millennials an wie Versagen. Kennst du diesen Moment, wenn du auf dem Sofa sitzt, endlich frei? Und dein Kopf sagt, du solltest produktiv sein? Das ist nicht einfach ein Gedanke. Das ist ein konditionierter Alarm. Und jetzt wird es richtig perfide. Diese Optimierungsmentalität hat nicht aufgehört, als du erwachsen wurdest. Sie ist nur erwachsener geworden. Heute heißt es nicht mehr gute Noten. Heute heißt es Karriere, Fitness, Mindset, Self-Care, Side-Hustle, Networking, Work on yourself. Und das klingt gesund. Aber hier ist der Twist. Selbstfürsorge wurde zur Leistung. Du meditierst, damit du besser funktionierst. Du machst Yoga, damit du produktiver wirst. Du liest Bücher, damit du weiterkommst. Selbst Entspannung wird zur To-Do-Liste. Und wenn sogar Ruhe ein Projekt ist, dann gibt es keinen Ausweg mehr. Dann bist du immer in Bewegung, selbst wenn du still sitzt. Und jetzt kommt der dritte Motor, der lauteste, der dich jede Nacht in den Vergleich zieht. Social Media. Wir sind die erste Generation, die mit dem Internet erwachsen wurde. Und damit die erste, die permanent beobachtet und bewertet werden kann. Nicht offiziell, aber emotional. Du öffnest Instagram, TikTok und du siehst nicht das echte Leben anderer. Du siehst die Highlights, die perfekten Körper, die perfekten Beziehungen, die perfekten Wohnungen, die perfekten Urlaube. Und du weißt rational, das ist kuratiert, das ist Filter, das ist Auswahl. Aber dein Unterbewusstsein vergleicht trotzdem, weil es nicht zwischen wirklich und gezeigt unterscheidet. Es sieht, die anderen sind weiter und du bist hinten. Und dann beginnt ein leiser, ständiger Schmerz. Warum fühlt sich mein Leben so mittelmäßig an? Und hier entsteht FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Aber FOMO ist nur die Oberfläche. Darunter liegt etwas Tieferes, die Angst, nicht genug zu sein. Social Media ist wie ein Spiegel, der dich absichtlich verzerrt. Er zeigt dir ständig, hier ist, wie du sein könntest. Und wenn du nicht so bist, ist mit dir etwas falsch. Das ist nicht nur Druck, das ist Identitätsstress. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Du willst weg von dem Stress und gehst trotzdem wieder rein. Du scrollst, um dich abzulenken und findest genau dort die Gründe, warum du dich schlecht fühlst. Das ist der Kreislauf. Und er macht nicht nur unglücklich, er macht erschöpft, weil dein Nervensystem keine Pause bekommt. Es bleibt im Vergleich, im Alarm, im noch nicht. Und jetzt kommt der Teil, der vielen peinlich ist. Der Teil, den man selten laut sagt. Millennial Burnout zeigt sich oft als Admin-Paralyse. Du kannst große Dinge leisten, du kannst Präsentationen halten, du kannst Projekte führen, du kannst Krisen managen. Aber dann stehst du vor einer einfachen Aufgabe. Und du frierst ein. Warum? Weil dein Gehirn nicht nur müde ist. Es ist überladen. Zu viele Entscheidungen, zu viele Möglichkeiten, zu viele Erwartungen, zu viele Mikrostressoren. Und irgendwann hat dein System keine Kapazität mehr für Kleinkram. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil du im Inneren seit Jahren auf Reserve fährst. Und jetzt kommt der gefährlichste Teil, Scham. Du schaust auf dich und denkst, andere kriegen das hin. Warum ich nicht? Und Scham macht dich nicht besser. Scham macht dich still. Scham sagt nicht, du hast ein Problem. Scham sagt, du bist das Problem. Und sobald du glaubst, du bist das Problem, machst du etwas, das dich noch tiefer reinzieht. Du versuchst es alleine zu lösen. Du spielst weiter die Rolle. Du lächelst. Du sagst alles gut. Und du brennst weiter aus. Hinter einem perfekten Profilbild. Und jetzt sind wir am Punkt, an dem ich dir etwas sagen muss, das unangenehm ist. Aber ehrlich, das größte Trauma vieler Millennials ist nicht nur Geld, nicht nur der Jobmarkt, nicht nur Social Media. Es ist die Mischung aus Hoffnung und Entwertung.
Wir wurden mit einer großen Zukunftsgeschichte aufgezogen. Und dann hat die Welt uns gesagt, du bist ersetzbar. Wir wurden erzogen mit, du kannst alles schaffen. Und dann kam die Realität, nicht in dieser Wirtschaft, nicht mit diesen Preisen, nicht mit diesen Bedingungen. Und wenn ein Mensch lange genug zwischen Hoffnung und Realität zerrieben wird, passiert etwas im Inneren. Er verliert Vertrauen, nicht nur in die Welt, auch in sich selbst. Und das ist die Erschöpfung, die du spürst, nicht die Müdigkeit nach einem langen Tag, sondern die Müdigkeit, die entsteht, wenn du jahrelang gegen dich selbst lebst, wenn du jeden Tag beweisen musst, dass du es verdienst zu existieren. Und jetzt kommt die entscheidende Wende, der Moment, der alles verändern kann. Denn wenn du verstehst, dass diese Erschöpfung eine logische Reaktion ist, dann kannst du anfangen, sie zu unterbrechen. Nicht mit mehr Disziplin, sondern mit einem neuen System. Erster Schritt: Grenzen statt Motivation. Du brauchst nicht noch eine App, nicht noch ein Hack, nicht noch ein Morgenroutine-Video. Du brauchst Momente, in denen dein Nervensystem versteht, es ist vorbei, für heute, wirklich vorbei. Handy weg, Benachrichtigungen aus, Feierabend als Grenze, nicht als Idee. Und ja, das fühlt sich am Anfang fast wie Schuld an, weil du so konditioniert wurdest. Dritter Schritt: Entgifte den Vergleich. Du musst nicht Social Media für immer löschen, aber du musst erkennen, was es mit dir macht. Wenn du nach 10 Minuten Scrollen kleiner wirst, härter zu dir wirst, unruhiger wirst, dann ist das kein Zufall. Dann ist das ein Signal. Mach Pausen. Schaffe Räume ohne Bühne, Räume, in denen du nicht bewertet wirst. Und jetzt der vielleicht wichtigste Punkt: Such echte Verbindung. Millennial Burnout wird schlimmer in Isolation, weil Isolation die Scham füttert. Und Scham liebt Dunkelheit. Sprich darüber. Sondern weil dein System zu lange alleine getragen hat, was kein Mensch alleine tragen sollte. Und bevor wir zum Ende kommen, will ich dir eine letzte Frage stellen. Eine, die dich vielleicht länger verfolgt als dieses Video. Was, wenn du nicht kaputt bist, sondern nur müde vom falschen Spiel? Was, wenn nicht du versagt hast, sondern die Geschichte, die man dir verkauft hat? Denn sobald du das erkennst, passiert etwas Erstaunliches. Die Scham wird kleiner und an ihrer Stelle entsteht Klarheit. Du hörst auf, dich zu hassen und du fängst an, dich zu verstehen. Und das ist der Anfang von Kraft. Nicht diese harte, aggressive Kraft, die dich weiter antreibt, sondern eine ruhigere Kraft, die sagt, ich muss nicht alles schaffen, ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht jeden Tag beweisen, dass ich genug bin. Und hier ist der Satz, den ich dir mitgeben will. Der Satz, den man einem Freund schicken möchte, wenn man ihn endlich versteht. Vielleicht bin ich nicht falsch, vielleicht ist das Spiel falsch. Wenn du dich in diesem Video erkannt hast, dann vergiss das nicht. Es ist okay, müde zu sein, nicht weil du schwach bist, sondern weil du zu lange stark sein musstest. Wenn du mehr solche Videos willst, über Grenzen, Selbstwert und die Psychologie hinter dem, was uns wirklich kaputt macht, dann abonniere den Kanal. Vielleicht sehen wir uns sonst nie wieder. Also abonniere jetzt, damit du uns nicht verlierst.